Ihr habt euch entschlossen, die höchste Trainingseinheit der Welt zu absolvieren. In jedem Tracking-Store haben sie gesagt, okay, krass, ich weiß nicht, ob wir das packen werden oder unmöglich. Da habe ich schon angefangen zu zweifeln, ob sich das jemand überhaupt mal hier durchdacht hat, was wir machen. Die Luft wird immer dünner. Wir haben schon alle daran gedacht, wie es dann wird, wenn Höhenmeter dazukommen und wir alle weniger Sauerstoff haben. Das schlimmste Teil kam, als es nachts plötzlich eisekalt wurde. Und darauf war ich gar nicht vorbereitet. Wir wussten nicht genau, wo die Gruppe war. Manche waren verstreut, manche wussten nicht mehr genau, wo sie sind. Wir gehen und gehen und gehen und kommen nicht an, wo wir ankommen wollen. Ja, dann machen wir jetzt alle unnötigen Sachen bei dir da rein. Es ist total unnötig. Wir brauchen keine schlechte Stimmung. In der Situation trage ich ihn und er hätte länger gekonnt, wenn wir weniger Gewicht drin gehabt hätten. Heute ist mal richtig auf die Zähne beißen. Und auf einmal schreit sie und ich gucke mich um, dann liegt sie schon unten. Links und rechts kommen Lawinen runter und man hört immer nur, wie Leute schreien, Schutz suchen. Ich wirklich Todesangst hatte in diesem Moment. Wir werden jetzt alle evakuieren. Bleibt da, wo ihr seid. Erst jetzt realisiere ich, was das eigentlich alles für eine krasse Nummer ist. Hallo zusammen, mein Name ist Sascha Gottschalk und ich bin der Guide bei diesem Unterfangen. Und ich werde auch euch mit in dieses Abenteuer nehmen. Doch, was ist das Abenteuer überhaupt? 5 mutige Herausforderer haben sich entschlossen, die höchste Trainingseinheit der Welt zu absolvieren. Sie wollen mit einer 100 Kilogramm Hantel auf einem Gletscher in den Bergen des Himalaya in Nepal trainieren, umringt von den höchsten Bergen der Welt. Doch der Haken ist, sie müssen die Hantel selbst dort hinaufbringen. Das bedeutet, sie müssen über 8 Tage lang durch 3 Klimazonen wandern, von plus 30 Grad im Dschungel bis zu minus 10 Grad auf dem Gletscher im tiefen Schnee. Die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte der Herausforderung. Jenseits existenzieller Handlungen fühlte sich der Mensch schon immer mit viel Ehrgeiz dazu getrieben, seine Grenzen zu testen und zu erweitern. Dies geschah zum Teil im Wettstreit mit anderen Menschen, aber vor allem auch gegen weitaus größere Kräfte wie der Natur. Schneller, höher, weiter ist das Motto. Ozeane werden durchschwommen, Wüsten durchquert und natürlich Berge bestiegen. Seit einigen Jahren ist die Herausforderung, geläufiger mit dem englischen Begriff des Challenge, eine der größten Anreize im Social Media geworden. Hier geht es meist um die Herausforderung des Durchschnittsmenschen. All jene, die vor allem ihre Willenskraft erproben, jenseits einer lebenslangen Bestimmung und in die Wiege gelegte Hochbegabungen, welche nur die Spitze einer bestimmten Gruppe aufzuweisen vermag. Die höchste Trainingseinheit der Welt ist das Ziel von 5 abenteuerlustigen Persönlichkeiten. Doch dieses Ziel ist nur ein Symbol, vielmehr die Belohnung. Der eigentliche Challenge findet auf dem Weg dorthin statt. Noch niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit wurde eine ganze 100 Kilogramm Hantel in die Höhen des Himalaya getragen. Ob es daran liegt, dass diese Aufgabe so schwer ist oder einfach nur noch niemand verrückt genug war, auch nur daran zu denken, bleibt ungewiss. Doch wer stellt sich einer solchen Herausforderung? Und was erwartet unsere Kandidaten genau? Finden wir es gemeinsam heraus. Hallo zusammen, ich bin euer Guide. Ich werde euch den Berg hinaufführen und durch die ganze Reise begleiten. Ihr habt euch entschlossen, die höchste Trainingseinheit der Welt zu absolvieren. Tatsächlich, das hat noch kein Mensch gemacht. Ihr wollt auf 4200 Meter auf einem Gletscher in den Bergen des Himalaya in Nepal eine Trainingseinheit mit einer 100 Kilogramm Hantel absolvieren. Ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass in der Menschheitsgeschichte sich noch niemand eine Trainingseinheit so hart verdienen müsste. Ihr müsst circa 8 Stunden am Tag Stufen laufen. Ganze 8 Tage lang durch das Himalaya-Gebirge. 15.000 Stufen am Stück. Ihr müsst 6.000 Höhenmeter passieren, um auf die 4.200 Meter zu kommen. Und wenn ich von Stufen spreche, dann meine ich kniehohe Steinstufen. Unterschiedlicher Größe. Wurzelwerk,
schlammige und rutschige Abschnitte. All das müsst ihr mit eurem eigenen Gewicht machen. Ihr müsst euren eigenen Rucksack tragen, eure eigenen Klamotten und die 100-Kilo-Hantel. Wie ihr das macht, ist mir ganz egal. Teilt sie auf alle 5 Personen. Aber ihr müsst diese Hantel da hochbringen. Für Tracker ist das die Königsdisziplin, der Annapurna Basecamp Track. Selbstgeübte Tracker kommen hier an ihre Grenzen. Wer schon mal stolz darauf war, 2 Stunden Cardio am Tag gemacht zu haben und dabei außer Atem war, der wird sich jetzt richtig freuen, wenn er 8 Stunden lang Cardio machen muss. Und Muskeln werden euch hier leider nicht helfen. Denn auch wenn es heldenhaft da oben aussieht, aber die müsst ihr erstmal da hochschleppen. Aber das ist mit das schlechteste Gewicht, das ihr mit da hochschleppen könnt. Denn ihr werdet mehr Sauerstoff da oben verbrauchen und mehr Energie benötigen. Das ist noch nicht alles. Ihr werdet gegen die Natur ankämpfen müssen. Unten startet ihr bei 30 Grad und die Sonne wird euch zu schaffen machen. 90% Luftfeuchtigkeit. Ihr braucht nicht mal zu schwitzen, um nass zu sein. Oben erwarten euch minus 10 Grad und trockene Luft. Dazwischen gibt es Regenfälle, rutschige Streckenabschnitte, Moskitos, Blutegel und starken Wind. Schwierigkeiten könnte es mit dem Magen und Darm geben. Eure Darmbakterien sind nun mal das Essen dort nicht gewöhnt. Und damit kommen 50 bis 70% der Leute so wenig zurecht, dass sie irgendwann dehydrieren. Ab der Mitte wird es aber richtig schwierig. Denn dann kommt die Höhenluft mit dazu. Der Sauerstoffgehalt wird sich bis oben hin um die Hälfte reduzieren. Rein rechnerisch bedeutet das, ihr müsst doppelt so viel atmen und Atemleistung bringen, um den gleichen Sauerstoff zu ziehen, während ihr die Cardio-Einheit eures Lebens macht. Was wir jetzt machen werden, wir werden euch versuchen, so gut es geht, auf diese Reise vorzubereiten. Das bedeutet, wir werden zunächst einmal eure Fitness testen. Wie gut eure Ausdauer ist, eure Kraft ist. Doch irrt euch nicht. Mit der Höhenluft hat das nichts zu tun. Egal wie gut ihr vorbereitet seid, egal wie fit ihr seid, egal wie konditioniert ihr seid, mit der Höhenluft muss jeder selbst zurechtkommen. Ihr werdet lernen und spüren, was es bedeutet, mit Sauerstoffreduzierung zu trainieren. Und ihr werdet vor allem als Team eine Lösung finden müssen, wie ihr diese Hantel transportiert. Aber ihr müsst irgendeinen Weg finden, diese Hantel da hochzubekommen. Und das könnt ihr nur als Team schaffen. Es gibt keine Pause und es gibt nur eine Regel. Ihr tragt jeden einzelnen Kilogramm selbst. Sollte eine ausfallen, muss sich das Gewicht auf die anderen verteilen. Willkommen zum Iron Summit. Mein Name ist Paul Unterleiter, ich bin 23 Jahre alt. Profi, Natural, Bodybuilder, Influencer und Lifestyle-Athlet. Ich bin Victoria oder Vicky. Ich bin Personal Trainerin. Ich mache YouTube, Instagram. Ich model nebenzu. Ich bin Nico Griesert und ich bin wahrscheinlich bekannt, dem einen oder anderen noch von der Bachelor-Staffel. Ja, ich bin Katrin, auf Social Media auch bekannt als Fitness-KK. Ich bin Online-Fitnesstrainer und bereit für die Challenge. Als ich zum ersten Mal in der E-Mail davon gelesen habe, habe ich mir zuerst gedacht, die wollen mich irgendwie verarschen, das ist irgendwie, ja, irgendein Witz. Ich habe mir schon dabei gedacht, direkt am Anfang, okay, geil, das ist krass. Aber als ich dann schon ein bisschen mehr darüber erfahren habe, wusste ich, okay, das wird alles andere als einfach. Und ob ich es dann überhaupt im Endeffekt hochschaffe, ist dann wieder eine andere Frage. Mein erster Gedanke, als ich davon erfahren habe, war, das wird verdammt anstrengend. Warum lässt man sich auf sowas ein? Tatsächlich war der erste Gedanke, dass ich super gerne mal wieder eine Herausforderung für mich möchte, die aber auch Teamgeist erfordert. Ich liebe Challenges, also sowohl physisch als auch mental. Deswegen, das war definitiv so das Verrückteste, was mir bisher unter die Finger gekommen ist. Ich habe noch nie davon gehört, dass jemand eine Hantel mit auf den Berg nimmt. Vielleicht eine kleine Kurzhantel, um mal so ein paar klitzekleine Übungen zu machen, aber eine ganze Langhantel mit Gewichten gab es definitiv noch nie. Als der Guide mir das vorgestellt hat, was genau auf uns zukommt, dachte ich, das wird doch eine härtere Nummer als vielleicht am Anfang angenommen. Meine ersten Gedanken im Briefing, geil, da habe ich Bock drauf. Krass, ich habe auch Schiss. 12 Liter Wasser trinken pro Tag, Blutegel und... Nicht nur die körperliche, nicht nur die mentale, sondern auch wahrscheinlich die Umstände vor Ort. Wie viel Kalorien wir zu uns nehmen können, wie viel wir trinken können. Werden wir dehydriert sein und werden wir das überhaupt auch alles drin halten können? Auf mich wetten würde ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, das waren ein paar Sachen, wo ich dann erstmal schlucken musste. Und dachte, okay, fuck, auf was habe ich mich hier eingelassen? Ich habe eigentlich gewartet, bis jemand sagt so, hey, seid ihr euch sicher, ob ihr das machen wollt? Aber da war es schon zu spät. Der Guide wirkt auf mich ziemlich professionell. Bisschen drillmäßig, aber ich glaube, genau das brauchen wir auch oder brauche ich auch. Dass wirklich jemand sagt, okay, komm, jetzt beiß deinen Arsch zusammen oder zieh mal richtig durch, komm, es ist nicht mehr so weit. Mega kompetent. Wenn er irgendwas sagt, ist das wirklich auf dem Punkt, ohne drüber nachzudenken und hat Hand und Fuß und ich fühle mich super aufgehoben. Ja. Sehr direkt, redet nicht um heißen Brei herum und wird uns wahrscheinlich das ein oder andere Mal retten können, wenn wir nicht weiter wissen. Jemand, vor allem auch in ähnlicher Statur wie ich, will ich mal sagen, und vielleicht auch den Bodybuilder in mir versteht. Nachdem die Teilnehmer in der Theorie geschockt wurden, haben wir gleich Taten folgen lassen und sie mal einem Fitnesstest unterzogen. So konnten sie dann schon mal einen Teil von dem spüren, was sie erzählt bekommen haben, und ich konnte mir ein Bild davon machen, wie fit sie wirklich sind, abgesehen von ihrer Selbsteinschätzung. Wie fit bin ich im Moment? Hoffentlich ausreichend. Da ich schon seit 6 Jahren Sport mache, war ich jetzt nie unfit, weil ich schon relativ früh die Ehre hatte, durchs Touren, was ich jahrelang gemacht habe, relativ ganzheitlich zu trainieren. Ich bin sehr fit, wie ich mich jetzt selber einschätze. Ich bin stark, ich habe eine gute Ausdauer und ich bin in der Blüte meines Lebens. Ich würde sagen, derzeit bin ich relativ fit. Nicht die fitteste Verfassung, die ich je hatte, aber ich habe mich auf jeden Fall auf die Challenge vorbereitet. Habe ein bisschen Gewicht abgespeckt. Bin auf jeden Fall ausdauermäßig relativ gut dabei. Brust. Obere. Bei dieser Challenge war es uns von Anfang an wichtig, möglichst viel Einblick in die physischen Fähigkeiten der Teilnehmer zu haben. Dabei ging es nicht nur um gesundheitliche Aspekte wie die Sauerstoffsättigung im Blut oder den Puls, sondern auch um interessante statistische Erhebungen und Analysen. Da dies ein Sportereignis der Superlative ist, wollten wir uns das natürlich nicht entgehen lassen. Die Idee kam auf, Fitness-Tracker zu nutzen. Und so kam schon bald unser Hauptsponsor Samsung ins Spiel. Mit der Galaxy Watch 5 Pro hatten wir nicht nur einen üblichen Fitness-Tracker, sondern eine komplette Smartwatch, bei der wir all diese Daten im Blick hatten. Zusammen mit einem Samsung Galaxy Smartphone eine ideale Kombination. Darüber hinaus konnten wir die Route speichern, die Fitnessdaten auswerten und vergleichen. Ein Traum. Jeder Teilnehmer hat eine Komplettausstattung der Galaxy-Familie bekommen. Das neueste Samsung Galaxy S23 Ultra, die Buds 2 Pro und ein weiteres faltbares Handy, das Fold 4 oder das Flip 4 und natürlich die Galaxy Watch 5 Pro. Gleich beim ersten Training konnten wir somit einen genauen Einblick in die Fitnessdaten der Teilnehmer bekommen. Daraus sind die Fähigkeitsübersichten entstanden, die auf der Webseite bei den Teilnehmern zu finden sind. Ich kann sagen, dass wir tatsächlich alles überdurchschnittlich fitte Leute haben, die ihr ganzes Leben lang Sport gemacht haben oder sogar professionelle Sportler sind. Doch als es dann mehr in Richtung Belastung ging, welche sie dort in den Bergen zu tragen haben, hat man schon einen deutlichen Unterschied gemerkt. Was ich vorher noch nicht gemacht habe, war mit Widerstand oder mit extra Gewicht auf den Stairmaster zu gehen. Das heißt, da werde ich jetzt noch mal versuchen, gut was zu trainieren, auch wenn das in kurzer Zeit natürlich möglich ist. Aber das ist halt noch mal was anderes, wenn man mit Zusatzgewicht und dann noch mal weniger Sauerstoff arbeiten muss, dass es wirklich um einiges heftiger wird. Und 2 bis 3 Stunden damit durchgehend zu laufen, ist noch mal weit mehr krass. Deswegen, ja, das wird absolut heftiger und außergewöhnlich und ekelhaft. Also mit Gewichtsbelastung Cardio zu machen, ist schon noch mal eine krasse Herausforderung, vor allem halt auf dem Stairmaster mit diesem Zusatzgewicht, was dich halt nach unten zieht oder nach hinten. Also es war sehr schweißtreibend und auch sehr konzentrationslastig, also dass ich mich mega auf die Schritte konzentrieren musste. Die anderen Teilnehmer wirken auf mich sehr, sehr fit. Also ich glaube, wir haben da einige gute Kandidaten dabei, die mit Bedacht ausgewählt wurden. Und ich glaube, dass wir da alle dementsprechend unseren Teil beitragen werden und dass man sich da auf jeden Fall verlassen kann. Und ich glaube, jeder das Beste rausholen möchte aus sich und auch aus den anderen Teilnehmern. Und deswegen glaube ich, dass wir das als Team schaffen können. Ich bin sehr gespannt auf die statistischen Erhebungen in den Bergen dort oben. Ich bin mir sicher, dass es selten zuvor solche Tageswerte auf einer Galaxy Watch gegeben hat.
Keiner der Teilnehmer wusste etwas über Höhenluft zuvor. Sie wussten bestenfalls, dass die Luft dünner wird. Aber was genau das bedeutet, war niemandem klar. Wir haben Hypoxiezellen von dem Unternehmen Höhenbalance zur Verfügung gestellt bekommen, mit denen wir die Höhenluft simulieren konnten. Somit bekamen unsere Teilnehmer schon mal einen Vorgeschmack. Ab 2500 Meter sinkt der Sauerstoffgehalt in der Luft. Das muss der Körper ausgleichen und somit beschleunigt sich die Atmung. So sorgt ein einfacher Spaziergang schon dafür, dass man außer Atem ist wie bei einem Marathon. Der Ruhepuls erhöht sich und man kann auch schlechter schlafen. Die meisten haben Kopfschmerzen und fühlen sich schlapp. Doch Medikamente sind absolutes Tabu, denn sonst verliert man den Kontakt zum Körper und Schlimmeres kann passieren. Bis hin zu Hirnschäden oder dem Tod. Jedoch ist es etwas völlig anderes, mal nicht nur kurz in so eine Kammer zu gehen und weniger Sauerstoff zu bekommen, als auf einem Berg wahrhaftig gefangen zu sein, von dem man nicht mehr so schnell runterkommt und der einen nicht atmen lässt. Herzlich willkommen. Hier sind die 100 Kilo, mit denen ihr euch anfreunden könnt. Und das sind die 100 Kilo, mit denen ihr da oben trainieren werdet. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Am langen Arm tragen. Wie ihr die aufteilt, ist mir auch ganz egal. Taktisch müsst ihr euch was überlegen. Das heißt, es ist eure Strategie, wie ihr das Ganze verteilt. Alles, was die Teilnehmer jetzt noch brauchten, war eine Strategie, wie sie diese 100 Kilogramm dort hochbringen. So manch einer da draußen mag sich jetzt fragen, welche Strategie braucht man schon? Gewicht packen und hoch da. Da gibt es gar nicht großartig taktisch was zu überlegen. Aber doch, hier verhält es sich anders. Es gibt nämlich eine ganze Menge strategische Komponenten. So zum Beispiel ist ja die Regel, wie ihr es gehört habt, dass sie ihr eigenes Gepäck auch selbst tragen müssen. Das heißt, die Zahnbürste bis hin zu den Socken, Unterhosen und T-Shirts. Alleine darin steckt schon eine strategische Entscheidung. Wie viel wollen Sie mitnehmen? Auf wie viel können Sie verzichten? Und auf was kann man nicht verzichten? Wie viel Wasser nimmt man zwischen den Etappen mit, um das dann auch dort zu trinken? Oder durstet man lieber, aber hat nicht ganz so viel Kilo mitzunehmen? Wie viele T-Shirts nimmt man mit? All das sind bereits schon strategische Komponenten. Aber die kleinste Einheit ist nicht etwa 10 Kilo, die man aufteilen kann. Theoretisch ist es auch denkbar, dass die Leute ihr Gepäck untereinander tauschen. Das bedeutet, ein paar Socken und Unterhosen kommt zu dem einen noch mit, damit kann man auch 2-3 Kilo justieren und dafür kriegt einer eine 10-Kilo-Scheibe mehr. Wer nimmt die 20er, wer nimmt 2 10er? Wie nehmen Sie das Ganze? Am langen Arm, auf den Schultern? Wir haben 2 20er, 4 10er und natürlich das Sperrigste, und das könnte das größte Problem am Ende werden, die ganz lange Hantelstange. Die wiegt auch noch mal 20 Kilo. Wir haben hier 2 Rucksäcke, probiert es einmal aus. Das wäre natürlich die leichteste Möglichkeit, wenn ihr da eine 20er reinkriegt. Ansonsten habt ihr hier noch eine ganze Menge Möglichkeiten, die wir schon mal bereitgelegt haben, um es vielleicht außen anzuschneiden. Wichtig ist, dass ihr irgendetwas findet, mit dem ihr auch wirklich glaubt, dass ihr damit einige Stunden am Tag das Ganze hochschleppen könnt. Euer Gepäck kommt natürlich noch dazu. Das heißt, berechnet ein, dass ihr das eigentlich auch im Rucksack haben werdet. Die Scheibe müsste dann zusätzlich dabei kommen. Wer 2 10er nimmt oder die 20er, das ist auch euch überlassen. Das Schwerste, würde ich sagen, ist sowieso die Langhantel. Einfach die Unhandlichkeit, dass man sie zu zweit wahrscheinlich tragen müsste und alleine einfach unangenehm liegt. Also man muss auf jeden Fall da ein bisschen herumprobieren. Ich denke, mit der Zeit werden wir auch herausfinden, wie man es am besten tragen kann. Und wenn man sich da ein bisschen abwechselt, findet da vielleicht der eine oder andere auch den kleinen Tipp heraus, wie man das am besten macht. Alter. Kannst du noch halten, Nico? Ja, das geht noch. Frage, ob du es gleich so schleppen kannst. Okay, jetzt ist noch das ganze Gewicht auf meinen Schultern. Jetzt muss ja auch nur noch Hüfte sein. War bei euch einfach fast die Hälfte vom Körpergewicht. Ja. Also wenn man das sich so vorstellt, ist es schon krass. Die Scheiben sind nicht unbedingt das Problem, sondern die Langhantel an sich, weil die doch sehr sperrig ist und schwer zu transportieren. Ich habe jetzt wirklich schon ein bisschen trainiert mit Gewichten im Rucksack. Das ist jetzt weniger das Problem, aber diese Stange, unhandliche Langhantel da hochzubekommen, das wird krass. Die Scheiben werden wir hoffentlich glücklicherweise, wie wir vorhin getestet haben, alle in unsere Rucksäcke verstauen. Vielleicht mal, wenn wir Bock haben, variieren von der Haltung her, aber ansonsten größtenteils wahrscheinlich in Rucksäcken verstauen. Deswegen die Stange ist auf jeden Fall die Herausforderung. Also ich dachte am Anfang, dass ich sehr viele Sachen mitnehmen werde. Und nach dem heutigen Tag habe ich realisiert, dass vielleicht doch weniger mehr ist. Und wahrscheinlich wird es dann nachher ein Rucksack
T-Shirt und eine Zahnbürste. Ich denke, die Langhantel ist auf jeden Fall eine Challenge, wenn man die nicht einfach so einen Rucksack geben kann oder aufteilen kann. Was natürlich auch bei den Hantelscheiben einfach wäre, wenn man die einfach zerteilen könnte und dann durch die Leute aufteilt. Wenn man die so mitnimmt. Einfach nur. Wie lange geht das gut? Ja. Okay, die Stange ist, glaube ich, das Problem. Ich schaffe es vielleicht eine Stunde mit dem. Ihr müsst euch daran gewöhnen, dass egal wie fit ihr jetzt seid und egal wie stark ihr seid und egal wie vorbereitet ihr seid, als allererstes wird euer Körper aufgeben. Und damit meine ich nicht in den ersten Tagen, damit meine ich in den ersten Stunden. Nach 3, 4 Stunden ist da meistens dann ein Totalstreik und der sagt euch, ich will nicht mehr weiter. Der Rest und alles, was ihr dann nur noch machen könnt und was euch weiterführt, ist die Willenskraft. Nachdem sich alle Teilnehmer dann anschließend monatelang vorbereitet haben auf diesen extremen physischen Challenge, ist das denkbar ungünstigste passiert. Ihr habt schon bereits vielleicht gesehen, dass wir die ganze Zeit von 5 Teilnehmern sprechen und dass die Hantel auf 5 Leute aufgeteilt wird, aber es waren nur 4 da. Bereits dort konnte der 5. Teilnehmer nicht dabei sein und es hat sich etwas angebahnt. Coach Steph wäre dieser Auserwählte gewesen und war auch bereit mitzumachen. Doch dann hat sich's leider ergeben, dass er ein paar medizinische und gesundheitliche Probleme hatte, weshalb es zumindest ein großes Risiko gewesen wäre, mitzukommen. Und dem wollten wir uns natürlich damit nicht aussetzen. Also mussten wir 1,5 Wochen, bevor wir nach Nepal reisen und dieses Abenteuer angehen, einen Ersatz finden. Und versetzt euch mal in die Lage. Ersatz bedeutet, dass jetzt jemand überrascht wird, nicht nur damit, in 1,5 Wochen eine Reise zu machen, die recht exotisch ist und ins Himalaya-Gebirge geht, nein, sondern auch noch mit einem sportlichen Challenge der Superlative zu tun hat und mit einer Sache, die noch kein Mensch zuvor jemals getan hat. Ganz ohne Vorbereitung. Wer käme dafür wohl in Frage? Wer macht so etwas mit? Wir haben tatsächlich einen Kandidaten gefunden, ganze 6 Tage bevor es losging. Und ich habe ihn dann in seiner Heimatstadt in Köln getroffen. Und als ich schon einmal da war in Köln, dachte ich, ich kann Ihnen ja schon mal sofort einen kleinen Vorgeschmack von dem geben, was ihn erwarten wird. Und habe mir deswegen eine besondere Location ausgesucht, um ihn aufzuklären. Schaut selbst. Hi Sascha. Hallo Tim. So, du bist also spontan bereit für das Abenteuer deines Lebens? Bereit weiß ich nicht, aber ich werde mich der Challenge stellen. Das heißt, wir starten unten bei 25 Grad? Bei ca. 30 Grad, Bei ca. 30 Grad? Bei 90% Luftfeuchtigkeit, genau. Und dann oben jetzt? Nachts minus 10. Minus 10 Grad nachts. Das ist verrückt. Schau, wie der schwitzt. Der ist sicher nicht gut vorbereitet. Aber ich auch nicht. Hälfte haben wir, da geht's jetzt mit der Ringeltreppe weiter. Was man da für 6 € zahlt, ja. Also es wäre wesentlich entspannter gewesen, wenn wir uns bei mir auf einen Café zu Hause getroffen hätten, ne? Ja, aber du hast ja gesagt, ne? Das ist das erste Kennenlernen. Hier lernst du mal Stufen kennen. Du hast gesagt, wir müssen einen Tag mehr als 10 Mal das laufen, was wir jetzt gelaufen sind. 17 Mal. 17 Mal, das, was wir jetzt gelaufen sind. Das hier waren nur 100 Meter. Am ersten haben wir ca. 1700 Metern. Aber dann sind die Stufen eben nicht so freundlich, die beißen ein bisschen mehr. Ja, du hast mir gesagt, wir können uns hier mal treffen, 5 Tage vor der Abreise, so damit man sich mal ein bisschen kennenlernt. Und ich dachte mir, du musst nicht nur mich kennenlernen, sondern hauptsächlich musst du eigentlich die Stufen kennenlernen. Du wohnst in Köln, Stufen, Köln, Kölner Dom. Ja, verstehe ich. Hättest du mir ruhig mitteilen können, dass wir heute direkt die erste Trainingseinheit machen? Das war noch gar kein Training. Dein Training wäre, wenn du das jetzt 1 Stunde lang machen würdest, mit kniehohen Stufen und mit 30 Kilo auf dem Rücken. Wie viel hattest du jetzt auf dem Rücken? Nix. Also, ich glaube, ich habe sehr, sehr viele Fragen. Die anderen hatten ja 3 Monate Zeit, sich vorzubereiten. Ja, was ein bisschen wenig war, das muss ich zugeben. Ich weiß es seit 7 Tagen. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen die Taktik verfolgt, einfach in den letzten Tagen so ein bisschen spazieren zu gehen. Das habe ich gerade gemerkt, ja. Um die Gelenke irgendwie so ein bisschen
zu schmieren. Ich habe keine Ahnung, von was ich rede. Ich habe einfach so ein bisschen gedacht, ich gewöhne meinen Körper daran, einfach zu gehen, zu laufen. Wollte aber jetzt keine richtig harten Trainingseinheiten machen. Das habe ich gemerkt. Weil ich mir so dachte, ich will mir jetzt keinen Muskelkater holen. Für Konditionen holen ist es eh zu spät. Und was ich nicht in den Beinen habe, muss ich halt mit dem Mindset wegmachen. Ja, leider müssen wir uns nur auf Letzteres verlassen, weil mit dem Körper, da wird selbst der Trainierte nach einem Tag einfach aufgeben. Der Körper, der hat nach einem Tag bereits schon sich verabschiedet und dann hilft dir nur noch das Mindset weiter. Das heißt, da musst du jetzt ein bisschen noch mehr leisten als die anderen schon und ohne Vorbereitung mit. Aber du wolltest doch ein Abenteuer, oder? Eine Sache hat mich stutzig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich das Projekt den Leuten in dem Fachstore erklärt habe, ja, und gesagt habe, in diesen Rucksack muss eine 20-Kilo-Scheibe rein, da haben die mich für bescheuert erklärt. Dann sagen die maximale empfohlene Menge, die man dort hochbringt, sind 15 bis 20 Kilo, sagt er zu mir. Und die sind ja bei uns schon gefüllt mit Gewicht. Ne? Ja. Dementsprechend ist das schnell Ende Gelände. Man sagt immer so ungefähr 20% deines Körpergewichts solltest du nicht übersteigen, was auch ungefähr auf diese Gewichtszahl hinkommt. Ja. Aber ja, ihr werdet so circa von dem empfohlenen Gewicht das 250%ige haben. Also natürlich, ob wir die Challenge ob das überhaupt so machbar ist oder ob es komplett in die Hose geht, wie mir alle prophezeit haben. Ich finde es auch spannend, wie wir uns so im Team verstehen, ob das eine halbe Reality-Show wird da oben oder ob, ja, ich weiß nicht. Wenn wir uns da irgendwie was einfangen, dann kann das Abenteuer genauso vorbei sein. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, haben wir die Kondition, haben wir die Willensstärke, sondern fängt sich irgendjemand was ein, bricht sich in den Bein. Das sind so viele Faktoren. Das heißt, ich bin einfach gespannt, was passieren wird. Ich glaube, jeder von uns wird sein Bestes geben. Und dann werden wir sehen. Als Guide habe ich schon viel Erfahrung in diesem Teil der Welt und speziell im Himalaya-Gebirge sammeln können. Und ich selbst empfehle immer wieder auch ein qualitativ hochwertiges Supplement dabei zu haben, gerade für Vitamine und Mineralien. Deshalb bin ich glücklich, dass AG1 einer der Hauptsponsoren des Iron Summit ist. Mit AG1 können wir einen Teil der vielen Herausforderungen wesentlich besser meistern, nämlich die Unterstützung der Nährstoffversorgung während der körperlichen und mentalen Herausforderung. 3 Klimazonen, tausende Höhenmeter, weit weg von zu Hause, weit weg vom gewohnten Umfeld. Da ist es umso wichtiger, dass wir gewisse Routinen beibehalten, egal wo wir sind. Deshalb haben wir die AG1 Travel Packs dabei, die uns mit 75 hochwertigen Inhaltsstoffen versorgen. Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen, Botanicals und weiteren Zutaten. Mit dieser Routine haben unsere Teilnehmer und auch die Crew bereits 4 Wochen zuvor gestartet, damit der Körper sich daran gewöhnt und bereits damit arbeiten kann. Vor Ort werden diese Nährstoffe elementar sein, da es keinen Ausgleich dazu geben wird. Gerade die Travel Packs eignen sich bestens dazu. Da kriege ich es auf. Hier. Denn diese sind vorportioniert. Das bedeutet, wir haben eine ganz praktische Lösung. Sowas kommt hier in den Rucksack und danach kann man es sich ganz einfach zubereiten. Man muss also nicht mit einem Löffel rumhantieren und dann staubt es da irgendwo rum. Ihr habt entweder eure schicke AG1-Flasche dabei oder natürlich auch jede andere Flasche. Einfach Tütchen auf, rein da, schütteln und dann sieht das Ganze auch noch so aus. Gesund und, naja, jetzt weiß man, wo der Name herkommt, Athletic Greens. Also ich erwarte einfach wirklich, dass wir das volle Programm durchleben, weil ich glaube, in dieser Zeit kann man sich nicht verstellen und wir werden uns so richtig pur erleben. Ich erwarte viel Schweiß und wahrscheinlich auch Tränen, viel Verzweiflung, aber hoffentlich auch gestärkte mentale Fähigkeiten und natürlich auch körperliche Fähigkeiten. Weil ich denke, wenn man das geschafft hat, fühlt man sich wahrscheinlich unsterblich und das würde man alles packen können. Teamwork bei dieser Challenge ist definitiv, steht bei mir ganz weit oben, weil wir uns natürlich gegenseitig supporten sollten. Nach heute, jetzt habe ich mal ein paar kennengelernt, mega sympathisch, also ich glaube, wir geben ein richtig gutes Team ab. Die anderen Teilnehmer wirken auf mich sehr, sehr fit. Also ich glaube, wir haben da einige gute Kandidaten dabei, die mit Bedacht ausgewählt wurden und ich glaube, dass wir da alle
dementsprechend unseren Teil beitragen werden und dass man sich da auf jeden Fall verlassen kann. Und ich glaube, jeder das Beste rausholen möchte aus sich und auch aus den anderen Teilnehmern. Und deswegen. Ja, also ich glaube, wir ergänzen uns alle super krass, wir 5, und ich glaube, es wird eine coole Truppe. Wenn jetzt jeder von uns nur Gewichte hätte, einfach im Rucksack, okay, go for it, hoch, aber mit dieser Langhantel, wir müssen uns da abwechseln, wir müssen uns irgendwie eine Lösung suchen, wie wir das zusammen dann auch wirklich schaffen werden. Und da hängen wir dann wirklich alle zusammen drin. Nachher in der Praxis wird sich zeigen, wie wir die Gewichte aufs Team verteilen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, wer nachher ein guter Teamplayer ist, wer kein guter Teamplayer ist. Wenn einer zurückbleibt, wird jemand sauer oder versucht er zu helfen. Das sind halt alles offene Fragen. Dann ist es halt auch ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig motivieren, uns mitziehen, pushen, und das werden wir auch tun. Insgesamt aus meiner Sicht ein super Team, sind mir alle sehr sympathisch. Ich glaube, wir werden uns kurzzeitig hassen, aber am Ende trotzdem alle lieben. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Bergtyp, sollte ich vielleicht mal jetzt schon gesagt haben. Aber ich habe mir schon immer sowas gewünscht, so eine Reise in ein Gebirge oder eine Reise auf den Berg. Habe es aber noch nie gemacht. Also Himalaya oder Mount Everest oder generell Gebirge sind jetzt nicht so, dass ich sage, geil, darauf habe ich Bock, ich gehe gern wandern oder sonst was. Für mich wäre es auch egal gewesen, ob das jetzt in Nepal oder in der Antarktis ist oder in Australien. Das ist einfach eine geile Challenge und der möchte ich mich stellen. Also ein Bergtyp bin ich nicht, aber ich bin ein Abenteurer. Also ich gehe super gerne Skifahren und ich mache super gerne Sachen in der Natur. Aber so ein richtiger Bergsteiger oder Trekker, der bin ich jetzt nicht. Ich bin definitiv ein Bergtyp, ich bin aber auch ein Strandtyp, ich bin eigentlich offen für alles. Bin aber jetzt nicht die typische Trekkerin oder Trekkingläuferin. Also ich habe noch nicht so viel Erfahrung im Berg, außer beim Snowboarden. Von daher, ich bin super gespannt. Klar, ich bin gerne in den Bergen, Snowboarden, bisschen wandern, das auf jeden Fall, aber jetzt so hoch, das noch nicht. Bisher ist meine Packstrategie, wenn ich privat packe oder Koffer packe, alles rein, was geht, und Outfits zusammenstellen und gut ist. Diesmal wird es definitiv auch eine krasse Herausforderung werden. Also ich dachte am Anfang, dass ich sehr viele Sachen mitnehmen werde. Und nach dem heutigen Tag habe ich realisiert, dass vielleicht doch weniger mehr ist. Und wahrscheinlich wird es dann nachher ein Rucksack, T-Shirt und eine Zahnbürste werden. Also ich werde so wenig wie möglich mitnehmen, also wirklich aufs Minimum reduzieren. Bei mir kommt ja eh keine Schminke oder sowas mit, da spare ich mir schon mal ein bisschen was. Ich werde auf jeden Fall so wenig Sachen wie möglich mitnehmen, so gut wie möglich aus ein paar Dingen überleben. Unterhose, 1, 2 T-Shirts und dann stinke ich halt ein bisschen. Das wird auf jeden Fall nicht so schön, aber dann gibt es halt ein bisschen Badesessions in Flüssen, Bächen oder sonst wo. Und dann versuche ich da auf jeden Fall so wenig Gewicht wie möglich mitzunehmen, um halt dann die Hanteln so gut wie möglich zu tragen und dann vielleicht auch ein paar andere zu entlasten. Ich erwarte für mich, über mich hinauszuwachsen, wenn es unbequem wird, wenn man aus der Komfortzone raus muss, das vielleicht auch mit nach Hause zu nehmen und sich ja, vielleicht sogar so als ein bisschen neuen Menschen wiederfindet. Ich war auf jeden Fall noch nie so lange mit so vielen Menschen gemeinsam, also da werde ich auf jeden Fall an Geselligkeit was Neues an mir entdecken. Und ja, so ans Limit pushen musste ich mich auch noch nie für so einen langen Zeitraum, deswegen da gibt es auf jeden Fall auch einiges, was ich dazulernen werde. Viele Leute haben gesagt, ihr werdet es nicht schaffen, ihr könnt es nicht schaffen, aber ich möchte das Gegenteil beweisen. Ich glaube, dass das eine Challenge ist, deren Ausmaß ich noch gar nicht überblicken kann. Also ich kann gar nicht einschätzen, wie krass diese Challenge wird. Ich kann gar nicht einschätzen, ist diese überhaupt für mich möglich? Ist die Challenge für mich nicht möglich? Das ist die erste Challenge, bei der ich so ein bisschen im Ungewissen tappe und gar nicht genau weiß, was auf mich zukommt. Klar, wir haben jetzt ein paar Treppen gestiegen, klar, wir hatten mal einen Rucksack auf, aber ich weiß nicht, wie sich das anfühlen wird, 10 Tage mit dem Gewicht da nach oben zu laufen. Ja, dass ich über mich hinauswachse, dass ich wirklich meine Komfortzone verlasse. Weil klar, man ist halt immer in seiner Bubble, man will nicht immer so viel Neues ausfinden oder sowas. Und deswegen freue ich mich einfach mega drauf, dass ich diese Chance habe,
da über mich hinaus zu wachsen und so eine krasse Gelegenheit zu haben, in so ein Land zu reisen und in den Himalaya zu wandern. Also es ist immer noch, wenn man sich das immer wieder sagt, einfach nur verrückt. Am meisten beschäftigt hat mich mein körperlicher Trainingszustand, weil das auch mit so die einzige Sache ist, die man hat vorher trainieren können. Alle anderen Dinge wie Gesundheit, Lebensmittelvergiftung kann man nicht kontrollieren. Und der einzige Punkt, den man kontrollieren kann, der ist bei mir nicht so gut. Keine aber. Wir müssen diese 100 Kilo Hantel nach oben schleppen. Fertig. Angefangen hat es im Flugzeug mit der Aussicht auf wunderschöne Gebirgsketten. Ich habe dann so ein flaues Gefühl im Magen gespürt.